Am 23. September 2016 hieß es einmal mehr: Herzlich willkommen zum Jahrestreffen der ÉCOLE sans ESPRIT. Anlässlich der darauffolgenden Heilertage Do et Des nutzten zahlreiche Heiler und Heilerinnen aus aller Welt diese Gelegenheit, um sich bei gutem Essen und Trinken auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Und dieser Abend stand unter dem Motto amazinGRACE, eine Heilmethode geht um die Welt. Hören wir dazu Annette Müller, die Gründerin der ersten stationären Klinik für geistiges Heilen und die Gründerin der Heilmethoden amazinGRACE und SKYourself. Ich sage jetzt ganz, ganz herzlich willkommen, wirklich ganz herzlich willkommen hier zu unserem Schüler- und Absolvententreffen. Und ich freue mich riesig, dass ihr da seid, und ich sehe an den ganz vielen, vielen strahlenden Gesichtern, dass ihr euch auch freut, dass ihr auch neue Schüler kennenlernt, also Schüler, die ihr noch nicht kennt, und Absolventen, die ihr noch nicht kennt, und dann euren alten Kurs wieder treffen und Wiedersehen feiern. Das ist einfach wunderschön. Ja, also da passt wirklich was ganz Tolles, und zwar, dass wir eben mit einem Kurs mit 4 Heilern angefangen haben, und wir haben jetzt nur 8 Jahre später Heiler, ganz viele in Deutschland. Wir haben Heiler in Europa, ja? Aber nicht nur das, sondern wir haben einige in den USA, also in Amerika, und wir haben sogar Heiler in Südafrika. Stellt euch das mal vor, Südafrika. Dann haben wir China, ja, und wir haben auch Indien, und Nutan Gupta ist extra aus Indien zu uns gekommen, hier zum Heilertreffen. Nutan, thank you very much. Natürlich dürfen auch die Danksagungen an die vielen freiwilligen Helfer und Helferinnen nicht fehlen, die diesen Abend und das Festival Do et Des ermöglichten und die vor allem dafür sorgen, dass amazinGRACE durch seine zahlreichen, herausragenden Heilerfolge immer bekannter wird. Als Dankeschön erhielten alle Teilnehmer ein druckfrisches Exemplar des neuen Buches von Annette Müller. Das Beste aber, das dir begegnen wird, werden die Menschen sein. Doch wohin geht die Reise nun für sans ESPRIT und amazinGRACE? Hören wir dazu Robin Johnson und Nutan Gupta. It's so fantastic that Annette has created a program that will allow her to travel and teach it to the English-speaking community. In Hawaii, there were 13 students for this new course, including a couple who, he is a medical doctor, he's director of a hospital. They came from Australia. It is such a joy for me to work with Annette in helping this get out to the English-speaking world, because I think what you have been doing here in Germany is such a precious gift, and the more it can get out, the more people can be healed without the intervention of the Dangerous intervention and medications and so forth. So Annette did another training in Mallorca. Yes. And in Mallorca, the students came from France, from Ireland, from South Africa, from Spain in Ibiza, from Norway, and from India. And that's where I met Nutan. Please talk about our plans for the healing camp in India and what tempts you to do that. It is really so amazing for me that we should connect so beautifully because of the past spiritual path connection that we have and the children's and family connection that we have, that we just completely connected on this. I'm telling this German lady who has no commonality between our points of reference are so different. Everything is so different between the two of us. And then I'm talking to her about this remote part in India, and she totally connects me, meets me at that same place. And she says, yes, completely, absolutely, yes, why not? We should be doing this. Yeah. So that meeting of the minds was really so amazing for me.
So we hope that most of the people, most of the healers would come there. We hope that this would be a great success, and we hope that we would take healing to India, so we can make the big world a smaller world. And So dass wir embrace eben it. diese riesengroße Welt ein bisschen kleiner machen können, indem wir sie umarmen. And that's for me healing without boundaries. Ja, und das ist für mich eben Heilung ohne Grenzen. Yes. Yes, that's truly. Thank you. Thank you all. Thank you. Very much. First, let me say thank you for inviting me. I'm very happy to be here. I've always been interested in healing, ever since I first started my work as a biologist. Just by believing they can get better, many people get better. Why is it that there's this hidden healing capacity in all of us? And if we have that healing capacity, why don't we use it all the time? What is it that inhibits the healing capacity that we all have? We may believe that we deserve to be ill, but I think part of the way healing works must be by releasing a healing capacity that's already within us, but which is inhibited. Der bekannte Regisseur und Dokumentarfilmer Emanuel Itier aus Hollywood philosophierte anschließend darüber, wie er seine Arbeit bei einem Heilerfestival einbringen But könnte. anyway, we were talking about how I could be involved, and I said, Yeah. well, I think my movies are about healing in a way. Yes. It's a healing of the mind. Yes. Und vor allem sein neuester Film Secure handelt genau von diesem Thema. Heilung des Geistes, Heilung des Körpers. Premiere wird auf den Heilertagen im Chiemgau de Odesse 2017 sein. Die Produzentin ist die bekannte Hollywood-Schauspielerin Sharon Stone. Interviews zum Film mit Annette Müller und Absolventen der ÉCOLE ESPRIT zeichnete Emanuel Itier bei den Heilertagen 2016 bereits auf. Für den Ehrengast Rupert Sheldrake gab es noch ein besonderes Gastgeschenk. Das Bild Heilung der Erde von der Künstlerin Daniela Wertheim persönlich überreicht. Den Höhepunkt des Abends bildete wie immer das gemeinsame Alumni-Foto, das alle an einen wunderbaren Abend im Kreise Gleichgesinnter mit höchsten Ambitionen für diese Welt erinnert.